Anlagenjahr lässt bis jetzt noch nicht viel zu wünschen übrig. Es gibt aber Themen, wie zum Beispiel die angekündigten Handelszölle im Zusammenhang mit den USA, die Unsicherheiten schaffen. Genau über das klären wir heute bei Anlegen mit Weitblick mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt, auf. Ja, Philipp, zum Starten. Wie hat sich das Jahr bis jetzt entwickelt? Ja, tatsächlich ist das ein fulminanter Start ins Jahr gewesen, zumindest an der Schweizer Börse. Wie wir auf dieser Grafik sehen, die gelbe Linie, der Schweizer Aktienmarkt hat in 1,5 Monaten über 10% gewonnen. Und das mal auch viel besser. Letztes Jahr ist ja vor allem der US-Markt oder der Weltmarkt ist extrem stark gestiegen und dieses Jahr der Schweizer Markt wesentlich besser performt. Jetzt hat die Entwicklung auch Auswirkungen auf unsere Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandaten. Ja, wir haben den Gewinn realisiert. Also wir haben gedacht, ja, 10% in 1,5 Monaten ist gut und wir loggen das einloggen. Also das heisst, wir haben das Übergewicht, das wir in das Jahr gestartet haben, wir haben das also gut antizipiert, wir haben das Übergewicht im Schweizer Aktienmarkt geschlossen. Und wenn wir den Rest der Positionierung anschauen, dann sieht man, dass wir ziemlich nah an der strategischen Assetallokation sind, also ziemlich stark in der Mitte, mit einem Übergewicht noch in Immobilien. Dort glauben wir, dass weitere Zinssenkungen werden die Immobilien verteuern und wir davon werden profitieren. Und innerhalb von den Aktien haben wir noch ein Übergewicht zugunsten von Substanzwerten, zulasten von Wachstumswerten. Jetzt wollen wir noch schnell beim Thema der Schweizer Aktien bleiben. Wir haben gehört, das Übergewicht hat sich ausgezahlt. Hat es aber auch noch andere Gründe gegeben, die für den Verkauf gesprochen haben? Ja, bisher war die Schweiz noch nicht gross im Fokus von diesen Handelszöllen, aber das kann ändern. Und gerade die Schweiz wäre sehr stark exponiert. Wir haben sehr grosse Titel bei uns im Aktienmarkt. Wenn wir auf dieser Grafik sehen, Nestlé, Roche, Novartis, die machen 36% vom Gesamtmarkt aus. Und gerade die könnten sehr exponiert sein. Gerade Pharmazie, die jetzt unterdessen nach dem Verkauf auch angekündigt ist worden, dass man dort darauf Zölle wird einführen wird. Gerade die Pharmazie könnte sehr stark betroffen sein, aber auch Nestlé, die 99% von ihrem Umsatz im Ausland macht. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die USA unser grösster Handelspartner ist, noch vor Deutschland. Jetzt, wenn wir bei diesen Handelszöllen noch ein bisschen tiefer gehen, welche Länder sind hier aktuell betroffen und wie sieht es konkret mit der Schweiz aus? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Ich muss zuerst vielleicht ein bisschen erklären. Darauf sieht man das Handelsbilanzdefizit der USA aus Sicht der USA. Die blaue Balken gegen oben sind die Exporte der USA in das betreffende Land und das hellblaue ist umgekehrt die Importe. Und der rote Punkt ist dementsprechend das Handelsbilanzdefizit. Und da sieht man, dass der Donald Trump nach ein paar innenpolitischen Massnahmen sich mit sehr viel Akribie und Elan und Geschwindigkeit eigentlich auf die Handelszölle gestürzt hat und dort sogar relativ strategisch ist vorgegangen, und zwar gegen die Länder, die die grössten Handelsbilanzüberschüsse, wenn man es aus dem Land anschaut, die aufweisen. Also China, Mexiko, Kanada und Europa. Und was wir auch da drauf sehen, in einem ziemlichen Abstand, ist etwa auf Rang 14 kommt die Schweiz, aber wenn man es auf der Grösse der Schweiz anschaut, 38 Milliarden Handelsbilanzüberschuss ist doch eine gewaltige Zahl. Und eben, ich habe gesagt, Pharmazie und andere Sachen könnten durchaus in Fokus geraten. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage für dich mit dabei, die sicher auch viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern betrifft. In letzter Zeit liest man sehr oft den Begriff von reziproken Zöllen. Was hat es mit dem auf sich? Ja, das sind auf Deutsch wechselseitige Zölle und bedeutet so ein bisschen, wie du mir, so ich dir. Also wenn du Zölle einführst, dann tue ich auch Zölle einführen. Und im Moment ist die Administration Trump dran, in den nächsten nicht mehr ganz 180 Tagen zu untersuchen, welche Länder haben sozusagen Importzölle für US-Güter, und dann wird die Administration auf der anderen Seite gegenüber diesen Ländern mindestens gleich hohe Zölle einzuführen. Und vielleicht noch einmal, warum wird das überhaupt gemacht? Die Administration Trump oder Trump selber ist überzeugt, dass man mit diesen Massnahmen die heimische Industrie stärken und Güter wieder zurückholen, Produktion wieder zurückholen in die USA. Vergisst aber auf dieser Seite sicher, dass
die Zölle ja irgendjemand wird zahlen und dass die Produkte teurer werden, also dass die Inflation, die heimische Inflation in den USA wird anheizen. Und andererseits hat es auch gute Gründe gegeben, warum das im Ausland produziert wurde. Also schlichtweg ist es günstiger gewesen, dort zu produzieren. Oder zum Teil ist auch die Qualität besser gewesen, je nach Güter, also zum Beispiel Haushaltsmaschinen oder Auto, Qualität durchaus besser war. Merci vielmals, Philipp. Ja, habt auch ihr mal eine Frage rund um das aktuelle Marktgeschehen, dürft ihr die jederzeit unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einschicken. Sonst, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.